Wie haben die Energiemärkte auf die neuesten Entwicklungen zwischen den USA und Iran reagiert? Die Ursachen der Konflikte sind ja noch nicht vollständig beseitigt. Insbesondere kommt das daher, dass jetzt LNG wieder fließen kann. Zumindest besteht die Erwartung, dass es so ist. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Oberländer und an meiner Seite wie immer der gute Herr Pett. Hallo Gregor. Hallo Florian. Gregor, es gibt einen besonderen Anlass, warum wir heute hier auch zusammengekommen sind. Es gibt Neuigkeiten aus dem Nahen Osten. Was genau ist der Stand? Ja, also die ganze Energiewelt, und wir reden ja primär jetzt auch über Energie hier, hat natürlich auf die Straße von Hormuz und den Krieg dort in der Region geschaut die ganze Zeit, und da gibt es jetzt in der Tat ja Neuigkeiten. Wir haben heute den 18. Juni, ist gestern ein Rahmenabkommen unterzeichnet worden zwischen dem iranischen Präsidenten und dem US-Präsidenten über eine Beendigung der Kampfhandlungen. Das ist also wirklich ein großer Fortschritt. Was das praktisch bedeutet, muss man natürlich sehen, denn die Details des Abkommens sind natürlich noch nicht geregelt. Die werden jetzt erst in den nächsten Wochen ausgehandelt. Also von da wird man sehen, inwieweit es dann eine Lösung der Probleme dort und eine praktische Verbesserung gibt. Die Ursachen der Konflikte sind ja noch nicht vollständig beseitigt, und es sind ja auch noch mehr Parteien beteiligt als jetzt die USA und Iran. Also von daher ein sehr gutes Zeichen, aber wir müssen abwarten, was sich daraus ergibt. Genau, in der Presse ist immer die Rede von 60 Tagen, die sich beide Parteien jetzt gegeben haben. Also da werden wir dann zeitnah auch drüber berichten. Du hast es bereits erwähnt, die Öffnung der Straße von Hormuz ist Teil des Abkommens. Auch die Seeblockaden sollen aufgelöst werden. Ja. Inwiefern hat sich das auf die Energiemärkte ausgewirkt? Fangen wir mal mit LNG an. Nicht anders zu erwarten, haben die Märkte jetzt mit Erleichterungen und Entspannung reagiert. Also wenn wir jetzt mal nach Europa gucken, wo ja auch der LNG-Preis einen Einfluss hat, wie wir wissen, weil es ja sich mittlerweile um einen globalen Markt handelt. In Europa sind die Preise deutlich gefallen, sind aber immer noch größenordnungsmäßig 20% da über dem Wert, der vorlag, bevor der Krieg dort angefangen hat. Also aber trotzdem gegenüber den Spitzenwerten eine deutliche Erleichterung. Insbesondere kommt das daher, dass jetzt LNG wieder fließen kann. Zumindest besteht die Erwartung, dass es so ist. Und dort wird natürlich der Test sein, wird das jetzt wirklich störungsfrei fließen oder wird es dann zu erneuten Kampfhandlungen kommen, wo sich alle dann die Schuld geben gegenseitig, warum es nicht funktioniert hat. Aber die Märkte erwarten eben jetzt durchaus eine Verbesserung, eine Erleichterung. Ist, glaube ich, auch im Hinblick auf unsere Speicherstände in Europa auch kein schlechtes Signal, dass jetzt wieder ein bisschen mehr LNG frei geworden ist. Absolut. Wir sind ja zur Befüllung der Speicher in Europa, auch in Deutschland, auf LNG angewiesen und sind natürlich davon abhängig, dass das auch fließt, dass das dann ankommt. Natürlich auch auf die Pipeline-Versorgung. Also wenn es dort Störungen gäbe, das wäre nicht so gut. Die Speicherstände sind relativ niedrig im historischen Vergleich. Das muss noch nichts heißen. Aber es heißt auf jeden Fall, dass jetzt keine großartigen Störungen passieren dürfen, um die Wiederbefüllung der Speicher zu gefährden. Das wäre schwierig dann. Also es muss schon alles gut gehen, damit das problemlos jetzt funktioniert mit der Speicherbefüllung. Zumindest haben wir, glaube ich, mittlerweile einen negativen Sommer-Winter-Spread, was das ein bisschen attraktiver macht, zumindest finanziell. Genau, ja. Und wenn wir die LNG-Situation uns angucken, das ist natürlich ein gutes Zeichen, auch wenn wir dann von anderen Orten dieser Welt dann erfahren, wie zum Beispiel in Australien, wo im Moment gestreikt wird, sind natürlich LNG-Mengen, die woanders verfügbar sind, Gold wert. Genau, ja, es ist ja immer irgendwo irgendwas. Jetzt nicht so schlimm immer wie jetzt Straße von Hormuz, aber irgendwelche Sachen, Schäden, Ausfälle oder auch Streiks, das gibt es halt immer mal. Was bedeutet, man muss ein diversifiziertes Portfolio haben, man muss Lieferketten haben, die relativ robust sind, und man muss halt auch Alternativen haben. Sonst wird es schwierig. Und die aktuelle Situation ist halt so, dass es eben Situationen gibt, wo man nicht so viele Reserven mehr hat weltweit, wenn solche großen Sachen wie eine Blockade der Straße von Hormuz eben abzuwehren. Ja. Wie ist die Entwicklung für Öl? Ich glaube, da bewegen wir uns schon wieder auf ein Niveau, was wir vor der Krise bzw. vor dem Krieg hatten. Ja, also Öl ist stärker gefallen. Das ist in der Tat so, wie du das sagst. Auch dort muss man abwarten. Dort sind ja die strategischen Ölreserven auch in verschiedensten Ländern freigegeben worden. Das heißt also, die Reaktionsmöglichkeiten in Zukunft sind etwas eingeschränkt, und es wäre schon wichtig, dann diese Reserven wieder aufzufüllen. Man muss auch darauf hinweisen, dass es ja schon
zunehmend dann auch Tatbestände gab, diese Blockade zu umgehen. Ja, es gab immer wieder Berichte, dass Schiffe eben ohne angeschalteten Transponder gefahren sind, dass Schiffe umgeladen wurden, dass Schiffe unter neutraler Flagge fuhren. Ne? Also in solchen Situationen, wo es um sehr viel Geld geht, gibt es dann immer wieder Leute, die sich überlegen, wie man Kontrollen umgehen kann. Das wird sich jetzt ja hoffentlich entspannen alles. Aber wie gesagt, es bleibt abzuwarten, wie nachhaltig diese Entspannung jetzt ist. Okay, Gregor, vielen Dank schon mal für diese erste Einschätzung. Wir werden es natürlich wie immer beobachten und dann in 2 Wochen nochmal im Detail darüber berichten. Ja, auf jeden Fall. Und an Sie da draußen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.